Wir schließen die Saison mit unserer Hertha beim FC Bayern ab. Spieltag 34 und der hat es wirklich, wirklich in sich. 4 Mannschaften können auch Meister werden. Dortmund spielt gegen Leverkusen, der erste gegen den dritten. Gladbach spielt zu Hause gegen Hoffenheim. Wenn die nicht gewinnen und wir gewinnen heute hier unser Spiel, dann sind wir noch in der Champions League. Wahnsinn. Hätte ich nie für möglich gehalten. Also es gibt noch viele, viele Möglichkeiten. Und am Ende liegt die Wahrheit wie immer auf dem Platz. Da zeige ich jetzt schon mal 3 Euro ins Phrasenschwein für. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme es, wie es kommt. Ich meine, ich kann es eh nicht verändern. Ich versuche hier das Bestmögliche aus dem Spiel rauszuholen. Das heißt, zu gewinnen. Und dann mal gucken, was die Gladbacher machen. Und ansonsten nehme ich Platz 5 mit. Wenn es dann am Ende Platz 5 wird. Aber die Bayern, die machen schon mal sehr, sehr viel Druck. Achtung, erste Chance, Musiala. Oh, Eduardo Camavinga und das Coman mit der ersten Chance. Und das Tor. Die Bayern legen also vor im Kampf um die Meisterschaft. Dortmund und Leverkusen wird das natürlich gar nicht schmecken. Also besonders den Dortmunder nicht. Die müssen jetzt halt auch gewinnen. Aber das ging zu einfach. Da haben wir den Ball nicht wegbekommen. Und dann ist es Eduardo Camavinga, der so viel wert alleine ist als unser Gesamtkader. Das ist halt auch nochmal ein Quantensprung, bis wir da hinkommen, wo die Bayern sind. Ja, frühe Führung für Bayern. Das ist natürlich nicht so schön für das, was wir nochmal erreichen wollen. Aber die Bayern, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wir haben auch in der Hinrunde gewonnen. Da waren wir sehr, sehr überlegen. Aber ich glaube, in München ist das doch nochmal was ganz anderes. Aber trotzdem weitermachen, vorne drauf gehen. Irgendwann machen sie auch mal einen Fehler. Aber da müssen wir natürlich ein bisschen schlauer pressen. Als so, wie wir das jetzt gerade in der Anfangsphase gemacht haben. Brabeck ist da, die laufen uns sofort zu, das ist krass, Wahnsinn. Aber wenn wir uns dann mal befreien, dann haben wir ja auch vorne Platz. Nusa vorne, Ragnar Ache, wenn er den Ball festmachen kann, ja, sehr schön. Und dann dauert es halt ein bisschen zu lange, ne? Da sieht man halt den Qualitätsunterschied. Also ich meine, wenn ein Joao Cancelo spielt vor der Harry Kane, was willst du da machen? Da kannst du eigentlich nur hoffen und beten, dass unser Keeper auch 1, 2 Bälle hält. Oder wir spielen jetzt mal alles oder nichts. Ich stelle jetzt schon auf 4-2-3-1 um. Hat gegen Bremen zumindest auch ganz gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit dann besonders. Achtung. Die Bayern über Sané. Wieder Camavinga. Ja, die Bayern, die spielen uns jetzt schon so ein bisschen her. Also die machen sehr, sehr viel Druck. Sind natürlich die bessere Mannschaft. Und wahrscheinlich zurzeit neuer deutscher Meister. Aber wir geben uns noch lange nicht geschlagen. Wir haben noch ganz viel Zeit. Ache auf Nusa oben. Kommt da leider nicht ran. Aber trotzdem hier weiter vorne drauf gehen. Freiburg liegt zumindest schon mal hinten. Beziehungsweise führt bei Leipzig mit 1:0. Das heißt, wir würden Platz 5 auf jeden Fall behalten. Aber ich will natürlich mehr. Ich will in die Champions League. Und Nusa mit der ersten Chance. Ich werde jetzt aber trotzdem aufs 4-2-3-1 umstellen. In der Hoffnung, klar, es ist erstens mal die gleiche Formation wie die Bayern und zweitens, dass wir dadurch denselben Effekt haben werden wie gegen Bremen. Einfach diese Kompaktheit im Mittelfeld. Und dass wir genau dann in solche Situationen reinkommen. Ins Pressing, Forbes und jetzt Ache aus Spitzenwinkel. Und das ist doch mal vielleicht... Ach, Unai Simon ist im Tor. Das ist doch vielleicht der Startschuss zu einer Aufholjagd. Ragnar Ache, nächste Chance. Oh, vorne Guerrero macht den Ball natürlich fest. Sané, Cancelo, trotzdem weiter vorne drauf gehen. Ragnar Ache ist jetzt der nächste. Wir müssen uns hier zuschieben. Zuschieben, unter Druck setzen, sofern und so gut es geht. Damit wir nicht hinterher sagen können, wir haben es nicht versucht. Die Bayern kommen jetzt über Harry Kane, der sich fallen lässt und ist vorne trotzdem immer noch genug Qualität da. Das geht alles ein bisschen zu schnell. Und Musiala ist der Nächste. Tja, es wird schwer. Es war schwer auf jeden Fall. Aber es wird dann besonders in der zweiten Halbzeit natürlich nochmal ein Kraftakt. Aber ich habe trotzdem irgendwie die Hoffnung, ja, Ragnar Ache leider im Abseits. Ich habe trotzdem irgendwie die Hoffnung, dass dann doch bei den Bayern vielleicht irgendwann das Nachdenken beginnt, weil was macht Dortmund, was macht Leverkusen?
Aber die wissen mit Druck umzugehen. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Situation jetzt hier. Musiala, oh, Kempf, warum kriegt er denn den Ball nicht weg? Den muss er direkt spielen. Wenn er den direkt weggespielt bekommt, dann passiert gar nichts. Jetzt vorne Forbes. Im richtigen Moment gestartet. Klasse Ball und die große Chance zum Ausgleich. Und da ist er. Im richtigen Moment. Endlich klappt auch mal so ein langer Ball. Sonst ist er entweder immer zu kurz oder ich spiele den immer zu spät. Jetzt habe ich auch unten mal auf die 3D-Map geschaut. Habe mir die zur Hilfe genommen und Barco spielt den sehr, sehr schön und pfannenfertig. Unai Simon geht vorher schon runter. Das irritiert Forbes, aber 0,0. Und der macht den rein mit ein bisschen Glück. Und der trifft schon wieder. Und Forbes ist mit der beste Spieler der letzten Spiele. Nicht nur, weil er halt auch viele Tore macht, sondern auch ganz, ganz wichtige Läufe, die zum Beispiel in die Tiefe. Und dann bleibt er halt auch eiskalt vom Tor. Und nach wie vor bin ich der Meinung, das wird noch ein richtig guter. So, und jetzt mit dem Schwung. Vielleicht gelingt uns ja vor der Pause noch die Führung und dann in Halbzeit 2. Dann wird das hoffentlich auch unser Spiel. Je nachdem, wie die Bayern halt mitspielen. Aber ein 1-1 ist nicht verkehrt. Wie gesagt, ich muss natürlich gewinnen, wenn ich Platz 4 noch erreichen möchte. Und muss gleichzeitig hoffen, dass Hoffenheim irgendwas in Gladbach macht. Ja, aber ich glaube, am realistischsten ist Platz 5 zu halten. Leipzig hat jetzt auch ausgeglichen. Aber es kann noch so viel hier geschehen in Halbzeit 2. Von daher warten wir mal ab. Und Halbzeit 1 ist noch nicht vorbei. Achtung, Harry Kane. Und Musiala geblockt. Cancelo vorher auch immer mit nach vorne. Und wenn die rechte Seite, es geht besonders viel über rechts. Da ist auch Sané, Cancelo. Musiala schleicht da auch immer wieder rum. Also wir sind noch gut mit dabei. Steht 1-1. Wir haben uns das auch verdient. Wir haben dann nach der Systemumstellung wieder ein bisschen besser gespielt, finde ich. Und es ist auch ausgeglichen. Klar, mehr Ballbesitz. Da kann ich mir aber nichts von kaufen. Sondern jetzt gilt es. Die letzte Halbzeit der Saison. Dann haben wir noch ein Pokalfinale gegen Leverkusen zu Hause im eigenen Stadion. Liebe Hertha, schaut euch das genau an. Vielleicht bekommt das ja auch mal irgendwann hin. Das wäre es natürlich. Aber aufgepasst. Die Bayern kommen. Musiala. Ja, sehr schön. Und Forbes, ja, da habe ich auch immer die Hoffnung, dass der jetzt mit seinen Flügelläufen immer wieder die Bayern-Abwehr so ein bisschen beschäftigt. Keine Fehler möglichst hier im Spielaufbau. Wir haben natürlich auch hier den Platz. Schaut mal, Ragnar Ache lässt sich fallen. Forbes muss wieder durchlaufen. Olaru, schöner Ball. Schade, der wäre angekommen. Der muss halt ankommen, so ein Ball. Definitiv. Nächste Chance für Bayern, Guerrero. Die sind halt so beweglich, die wechseln sekündlich ihre Position hier. Da weißt du gar nicht, wo du mit wem draufgehen sollst. Kamavinga, Sané, sehr schön. Verteidigung steht, sehr, sehr gutes Zeichen. So, und jetzt den Ball mal hinten rauskriegen. Die Beine stehen unheimlich hoch, das ist Wahnsinn. Und da müsste ja irgendwo auch Platz sein für uns. So, Barco, hopp. Leg mal einen 6. Gang ein. Ache vorne. Ja, nee. Das funktioniert so nicht. Und dann darf der Ball natürlich nie durch solche Lücken durchgehen. Eine Chance müssen wir noch irgendwie bekommen. Ein Ballgewinn, ein Gegenkonter gehen, Forbes irgendwie vorne finden oder Nusa auf der anderen Seite. Also ihr seht, das geht ganz schnell. Zu schnell für uns. Ja, Cancelo, Barco. Kein Foul. Zum Glück. So, jetzt vielleicht mal. Nee. Sofort wieder jemand da. Das ist Wahnsinn. Oh, Kamavinga macht hier schon die ersten Skills. Nimmt er das vielleicht so ein bisschen auf die leichte Schulter? Keine Ahnung. So, jetzt. Die Chance zum Umschalten. Warum bremst Forbes? Ey, wenn er durchgestartet wäre, hätte er ein bisschen Vorsprung gehabt. Und Hoffenheim führt tatsächlich in Gladbach 1:0. Also wir kriegen die Schützenhilfe. Durch Willis, der sogar gegen uns zweimal getroffen hat. Wir kriegen die Schützenhilfe. Jetzt noch ein Tor für uns und wir sind in der Champions League. Das gibt doch nochmal vielleicht ein bisschen Motivation hier für die letzten Minuten. Aber aufgepasst, die Bayern. Ja, die haben Lücken. Und Nusa unten. Komm, mach dich mal auf den Weg. Nusa. Oh ja, die Bayern spielen auf Abseits. Das ist nicht gut. Also für die Bayern. So, und wo ist jetzt Ragnar Ache in der Mitte? Oh, was ist das denn für ein Ball? Olaru mit links. Jetzt wird es nochmal eine heiße Kiste. Jetzt geht es um so viel. Es geht um die Meisterschaft, es geht um die Champions League. Je nachdem, wie es bei Dortmund steht, müssen die Bayern auch ihre Möglichkeit hier nutzen. Und ich werde jetzt ein bisschen riskieren. Ich werde jetzt noch ein bisschen offensiver gehen. Natürlich mit der Gefahr, dass ich mir noch 1, 2 Dinger hole. Aber die Chance,
die kommt nie wieder. Jetzt zumindest in der Saison. Deswegen, wir stehen ein bisschen höher. Wir machen auf eine 85. Vorne Forbes. Ja, der soll ruhig mal die Abwehr überlaufen. Busio, den müsste ich eigentlich defensiver, dass Serda auf der 10 spielt. Müsste ich eigentlich machen, oder? Serda ein bisschen offensiver. Weil Serda ist für mich der bessere Pressing-Spieler. Das hat sich in der Saison schon öfter bewahrheitet. Also Busio macht das auch nicht schlecht, aber Serda vom Gefühl her habe ich mich jetzt so entschieden. So, fertig. Ob es jetzt was bringt oder nicht, werden wir jetzt mal sehen. Wenn wir ein bisschen höher stehen, natürlich jetzt die Gefahr auch größer, dass wir mehr Angriffe kriegen von den Bayern. Ja, da ist schon der Ausgleich der Gladbacher, okay. Aber auch das würde ja reichen. Wenn wir hier gewinnen gleichzeitig und Gladbach nicht gewinnt, dann sind wir auch Vierter. Das ist ja das Merkwürdige an der ganzen Geschichte. Serda Nusa ganz unten, jawohl, Bradley und jetzt Zeit, schöne Flanke reinbringen, aber da steht keiner. 3, 4 Leute gut im Strafraum, aber falsch positioniert und dann die Flanke muss auch ein bisschen anders gespielt werden. So, jetzt Busio läuft hin und her, als wenn es keinen Morgen gäbe. De Ligt, Eduardo Camavinga verliert auch den Ball. Also ihr seht, das Pressing, das klappt. Und Serda jetzt mit der Chance. Da mussten wir schießen, sonst wäre De Ligt da gewesen, beziehungsweise Min-Jae Kim. Ach, Philipp Kostic, was macht der denn da? Das ist ja ein Weltenboom. Da bei uns in der Eintracht-Karriere war er bei Leipzig, hier ist er bei Bayern. Also, mal so, mal so. Guter Spieler auf jeden Fall immer noch. So, Eckball. Vielleicht jetzt, Minute 77. Da kommt Ach an den Kopf und hinten komme ich Busio leider nicht. So, es sind noch 10 Minuten, bis vielleicht in die Champions League, bis vielleicht zur Meisterschaft für den FC Bayern, je nachdem. Aber die Bayern, die haben sich jetzt abgemeldet. Da ist nicht mehr viel. Das ist jetzt unsere Chance. Ache, der wird gut frei gespielt, aber so nicht. Ungefährlich so. Jetzt machen wir auch nochmal in den Strafraum. Offensive Außenverteidiger. Vorstöße an der Seitlinie mache ich nicht. Die sollen nicht nur an der Seitlinie kleben, aber jetzt ist das schon quasi die maximale Offensive, was geht. Das heißt, wir stehen jetzt offen wie ein Scheunentor. Mit anderen Worten. Aber es sind noch 7 Minuten in der Saison. Es sind die letzten 7 Minuten mit der Chance auf die Champions League für die Bayern, mit der Chance auf die Meisterschaft. Ja, die Bayern sind jetzt um Ballbesitz bemüht. Ache kommt dazwischen, ja, aber nicht entscheidend. Leider nicht entscheidend. Und egal wie sehr wir jetzt hier pressen, wir kommen leider nicht ran. Wir kriegen leider den Ball nicht mehr gewonnen. Und deshalb sieht es hier ganz stark nach einem 1-1 aus, oder beziehungsweise, dass die Bayern noch irgendwie so ein Ding machen in letzter Sekunde. Hier nochmal ein Ballgewinn vielleicht, aber ihr seht, wir kommen nicht ran. Wir sind den Meter jetzt leider, den entscheidenden Meter zu spät. Und da spielen die Bayern hier ganz entspannt runter. Also wir werden höchstwahrscheinlich hier nicht gewinnen. Heißt, wir bleiben Fünfter, was aber auch ein grandioses Ergebnis ist. Wir spielen also mindestens in der Euroleague. Ob die Bayern jetzt Meister geworden sind, das wird sich jetzt entscheiden. Aber ich glaube, ein Unentschieden wird nicht reichen. Weil wenn es einen Sieger gibt, ist der jeweilige Sieger Meister. Wenn es einen Unentschieden gibt, ist Dortmund, glaube ich, Meister aufgrund der besseren Tordifferenz. Egal, wir gucken jetzt gleich ganz entspannt auch nochmal auf die anderen Ligen. Aber für uns ist das ein super, super Ergebnis hier, 5. Platz. Und das als Aufsteiger. Und die Dortmunder sind es am Ende geworden. 2:0 durchgesetzt. Gladbach hat auch noch gewonnen. Also hätte dann im Prinzip auch ein Sieg nichts gebracht. Von daher, ja, ist das schon so alles okay, wie es sein sollte. Wir spulen jetzt mal vor. Dann gucken wir uns noch mal kurz die anderen Ligen an. Machen wir ja immer. Wir haben 70 Millionen und eine ganz, ganz krumme Summe an finanziellen Mitteln bekommen. Dafür, dass wir Fünfter geworden sind. Das ist als Aufsteiger sensationell. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt, was wir mit dem Geld dann nächste Saison gemacht hätten. Jetzt schauen wir, wie gesagt, mal auf die Endtabelle und auf die ganzen anderen Ligen und dann haben wir noch ein Pokalspiel, wo wir einen Titel gewinnen können. Also Dortmund wird Meister, zumindest hier in-game mit 2 Punkten vor den Bayern. Gladbach wird Dritter, auch nur 3 Punkte dahinter. Leverkusen Vierter, schaffen es also noch in die Champions League. Wir hätten, wenn wir höher gewonnen hätten, hätten wir sogar Leverkusen noch bekommen können. Nein, Quatsch. Wir hätten nur maximal auf 63 Punkte kommen können. Von daher ist das egal. Leipzig wird Sechster, behält also den Conference League Platz. Wir spielen in der Euroleague. Sensationell als Aufsteiger. Wir haben eine richtig gute Saison gespielt. 60 Tore geschossen, 41 Gegentore. Das würde sich in den nächsten Jahren auch ein bisschen
ja, glaube ich, besser machen. Und Bochum hat es erwischt. Bochum steigt direkt ab mit Schalke. Hannover muss in die Relegation, weil die gegenüber Augsburg und Bremen das deutlich schlechtere Torverhältnis hatten. Minus 34, da gucken wir gleich mal, gegen wen es geht. Ja, das war sie, die Saison mit der Hertha. In der Bundesliga zumindest, wie gesagt, DFB-Pokal haben wir gleich noch, beziehungsweise dann im nächsten Spiel. Und dann war es das auch mit der Hertha-Karriere. Jetzt schauen wir nochmal in die anderen Wettbewerbe rein. Schauen auch auf ein paar andere Ligen. Hier ist das Finale Man City gegen Real. Okay, war auch nicht anders zu erwarten. Hier in der Euroleague ist Lazio, der Sieger, hat sich gegen Juve da durchgesetzt im italienischen Finale. Und die Conference League, da ist Gladbach im Finale gegen Amsterdam. Ja, die haben eine gute Saison gespielt. Wir hatten gegen Gladbach fürchterliche Probleme. Wir haben sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde gegen die Gladbacher verloren. Von daher ist das schon nicht so verkehrt. Also wir gucken kurz in die anderen Ligen rein, so die interessantesten wie immer. Wer ist denn aufgestiegen? Darmstadt und Düsseldorf und Hannover spielt gegen den 1. FC Köln in der Relegation. HSV ist auf ihren altgewohnten Platz, 4. Platz, das haben sie sich so reserviert. Wer ist hier abgestiegen? Waldhof Mannheim und die SV Elversberg. Dresden spielt dann in der Relegation gegen Osnabrück. 1860 steigt auf und Saarbrücken. Wer ist eigentlich hier ganz unten? Ferl, Ulm, Münster und Haching werden, glaube ich, abgestiegen. Also sehr, sehr interessant. Dann in der Premier League haben wir Man City überraschenderweise vor Liverpool 92 Punkte. Ist ja Wahnsinn. Wer ist hier abgestiegen? Middlesbrough, Watford und Burnley. Das wäre zum Beispiel auch mal wieder eine sehr, sehr coole Herausforderung jetzt für die nächste Karriere, dass man so einen Viertligisten einfach mal übernimmt, so hier in der 4. englischen Liga, Wimbledon zum Beispiel, Leyton Orient oder so, oder je nachdem, wer hier von Beginn an unten ist, und die dann einfach hochführt in die Premier League. Das wäre zum Beispiel ein Karrieremodus-Projekt, was ich mir vorstellen könnte. Und, oh, Überraschung, Überraschung, in Frankreich ist nicht Paris Meister, sondern Marseille. Mit 5 Punkten Vorsprung. Was ist da los bei Paris? Haben so ein bisschen geschwächelt. Wer ist hier abgestiegen? In Clermont, SCO Auger oder wahrscheinlich werden diese ausgesprochen, und Nantes. FC Nantes abgestiegen, ganz knapp vor Girondin Bordeaux. Die waren auch mal Champions League, ne? Die waren auch mal im Halbfinale, glaube ich, gegen die Bayern. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Hier ist aufgestiegen Troyes, Rennes, Le Havre, Stade Brest und Auxerre. Ich bin übrigens halber Franzose, deswegen spreche ich das immer so aus. So, Serie A haben wir Inter vor Neapel ganz knapp, Juve, der AC Mailand. Gut, das hätte man so erwarten können. Und dann haben wir Empoli, Spezia und Cremonese. Aufgestiegen ist hier Como. Sind die nicht auch in echt aufgestiegen nach ungefähr, was weiß ich, wie viele Jahren? Punktgleich mit Lecce und Parma, Verona, Sampdoria, Pisa, Venedig und Frosinone. Das ist krass, dass die halbe Liga da noch so Playoffs spielt. Steigen dann auf. So, dann schauen wir noch mal kurz hier in Spanien vorbei. Real oder Barca. Da entscheidet sich auch am letzten Spieltag. Atletico steht da auch oben. Was macht Villarreal? Die sind 7. Die können auch noch 5. werden. Abgestiegen sind hier Eibar, Cádiz und Elche. Ich glaube, das spricht man nicht so aus, aber ich habe es jetzt so ausgesprochen. So, hier steigen auf Granada, Levante und Las Palmas, Valladolid, Alaves und Real Zaragoza. Die machen noch Playoffs. Gucken wir mal für unsere türkischen Freunde nochmal vorbei. Hier ist Galatasaray vor Fener, Beşiktaş, Trabzonspor. Sucht euren Lieblingsclub hier aus. Abgestiegen wäre, glaube ich, Istanbulspor, Sivasspor, Kayserispor. Ich weiß nicht, da steigen auch 3 ab, ne? Genau, so sieht's aus. Wir haben jetzt, glaube ich, alles durch. Wir gucken mal auf die Spielerstatistik. Da gucken wir auch mal drauf. Das haben wir auch selten gemacht. Martinovic wird am Ende vielleicht sogar, ne, er könnte von Resi überholt werden. Gucken wir da nochmal. Also DFB-Pokal, Bundesliga. Sané mit, das ist auch Wahnsinn, ne? Leroy Sané mit 21 Toren wird der Top-Torjäger. Dann dahinter Aller und Guirassy, Bayer Götze von der Eintracht. Wo ist unser bester Schütze? Nusa mit 10 Toren. Haben wir noch irgendeinen? Nee, Nusa, Vorlagengeber, da haben wir aber ein paar mehr. Nusa hat 19 Scorer-Punkte in 32 Spielen. Das ist nicht so verkehrt. Dann haben wir Forbes noch mit 7 Vorlagen. Olado auch mit 6. Also Olado, Forbes, das sind so die Spieler der Saison für mich. Die haben wirklich richtig gut gespielt. Die haben sich auch gut spielen lassen. Und es ist sehr, sehr interessant, ob wir die dann halten würden oder nicht. Aber wir bauen uns so dann Stück für Stück eine Mannschaft auf. Und das würde dann auch irgendwann ein Meisterschaftskandidat und Champions League-Anwärter auch irgendwann werden. Naja, also, Bundesliga-Saison ist vorbei. Jetzt haben wir noch ein großes Spiel, ein großes Finale. Finale zu Hause gegen Leverkusen. Holen wir uns den Titel, ja oder nein? Seid dabei, ich würde mich freuen. Macht's gut. Ciao, ciao.